Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. In meinem heutigen Video backen wir wieder ein Brot. Da die Grillzeit anfängt, ist ein Fladenbrot genau das Richtige. Es ist eine schöne Beilage zum Fleisch, man kann es zum Salat essen, man kann es dippen oder man isst es einfach so. Ich schlage vor, wir fangen auch gleich an, denn ein Fladenbrot ist wie jedes andere Brot und muss lange gehen. Also abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Für den Hefeteig nehme ich 600 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, 7 Gramm Trockenhefe, 40 Gramm Rapsöl, 280 Milliliter lauwarme Milch und 100 Milliliter lauwarmes Wasser. Zuerst gebe ich alle trockenen Zutaten in die Schüssel und verrühre sie. Ich verwende das ganz normale Mehl Typ 405. Außerdem kommen noch Zucker, Trockenhefe und Salz dazu. Dann wird alles kurz verrührt und es folgen die flüssigen Zutaten. Das Wasser und die Milch sollten lauwarm sein, damit die Hefe besser aufgeht. Wer das Brot etwas kräftiger im Geschmack mag, kann auch Olivenöl nehmen. Nun kommt der Knethaken ran und los geht's. Der Teig wird jetzt etwa 10 Minuten lang verknetet. Dann sollte er so aussehen. Wann der Teig fertig ist, erkennt ihr daran, dass er nicht mehr klebt und sich leicht vom Haken lösen lässt. Der fertige Teig wird auf einer bemehlten Arbeitsfläche noch kurz mit Hand geknetet und dann zu einer Kugel geformt. Die Schüssel bemehle ich auch noch, damit ich den Teig nachher leichter wieder herausbekomme. Zum Schluss wird die Schüssel noch mit einem Tuch abgedeckt. Damit der Teig schön aufgehen kann, stelle ich ihn für etwa eine Stunde an einen warmen Ort. Wenn ihr den Hefeteig auch in den Ofen stellt, achtet darauf, dass dieser nicht wärmer als 30 Grad ist. Das reicht zum Aufgehen. Schaut mal, so sieht mein Teig nach einer Stunde aus. Den nehme ich jetzt raus, dann wird er geteilt und einmal durchgeknetet. Ich teile den Teig in 2 Hälften, weil mir ein Brot zu groß ist. Bei 2 kleinen Broten gibt es auch keinen Streit, da an jedem Tischende eins liegt. Nun wird alles ein letztes Mal kurz geknetet. Sollte euer Teig noch ein wenig kleben, gebt ihr einfach etwas Mehl dazu. Nach dem Kneten formen wir eine Kugel und legen sie gleich auf das Backpapier. Ihr solltet den Teig am besten mit den Händen breit drücken, denn so bleibt er schön locker. Um das Muster zu machen, habe ich den Teig nochmal vom Blech genommen. Das typische Fladenbrotmuster sind ja Rauten. Um die in den Teig zu drücken, nehme ich eine Streichpalette. Drückt diese ruhig bis zum Boden durch, dann müsst ihr später weniger nacharbeiten. Der Teig muss jetzt noch einmal gehen, aber nicht so lange wie erst, sondern nur 30 Minuten. Die zweite Gehzeit ist um. Und wie ich sehe, müssen wir das Muster noch ein bisschen nacharbeiten. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Aber das ist ja schnell gemacht. Damit das Brot jetzt auch schön knusprig wird, verrühre ich noch ein Eigelb mit einem Esslöffel Wasser und bestreiche es damit. Diese Mischung eignet sich für viele Brote und Brötchen. Der so entstandene Glanz lässt das Brot noch verführerischer aussehen. Jetzt kommen noch die typischen Fladenbrotkörner oben drauf, und zwar Sesam und Schwarzkümmel. Sesam kennt ihr bestimmt alle, aber Schwarzkümmel? Schwarzkümmel hat nichts mit dem normalen Kümmel zu tun. Es schmeckt nussig, leicht pfeffrig, würzig und gibt dem Fladenbrot seinen unverwechselbaren Geschmack. Das Brot wird jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen gebacken. Wie ich ja schon sagte, backe ich 2 Brote. Das zweite Fladenbrot ist noch im Ofen, das erste ist aber schon fertig. Ich habe es 15 Minuten im unteren Einschub gebacken und dann nochmal für 3 Minuten nach oben gestellt, damit es etwas Farbe bekommt. Also ich habe es insgesamt 18 Minuten gebacken. Jetzt ist es fertig. Es duftet richtig schön nach Fladenbrot. Es hat eine schöne Farbe. Lasst uns einfach mal anschneiden.
So sieht es von innen aus. Es ist richtig schön weich, genauso wie es sein soll. Also ich würde sagen, die Grillzeit kann losgehen. Wir haben ein Fladenbrot, wir haben ein Dip, wir haben mehrere Salate. Nur fürs Fleisch müsst ihr selbst sorgen. Das Rezept für die Fladenbrote findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!